Was haben Oxford, Harvard und die University of Singapore gemeinsam? Sie sind die besten Universitäten ihres Kontinents mit Aufnahmequoten von weniger als 5%. In diesem Video verrate ich dir 3 Methoden, wie man es in jede Universität reinschafft, auch wenn einem Geld, Prestige und gute Noten fehlen. Zu Recht könnte man jetzt fragen, warum ich genau dafür geeignet bin, dir sowas zu erklären. Naja, in meinem Maschinenbaustudium habe ich nun in der besten Uni Deutschlands, der besten Uni Europas und einer der Top 10 Universitäten der Welt studiert. Und das, obwohl meine Noten hochgradig mittelmäßig sind. Mit meinem 2,4er Abi, meinem 2,7er Bachelor und meinem aktuellen Masterdurchschnitt von 1,9 liege ich eigentlich immer genau auf der 50%-Marke der Notenverteilungen. Von solchen Lappalien habe ich mich aber bisher nie abhalten lassen. Und bevor wir jetzt zu den 3 Methoden kommen, wie ihr es wirklich in jede Universität schafft, ein kleiner Disclaimer. Keine Uni dieser Welt wird euch besser machen. Und 2 plus 2 ist in Cambridge genauso 4 wie an der FH Buxtehude. Und das solltet ihr im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch Uni-Rankings anschaut. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Rankings, die auch ich gerade eingeblendet habe, zu über 50% einfach nur aus Forschungsaktivitäten bestehen? Das solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ihr jetzt einzelne Uni-Rankings vergleicht. Denn im Bachelor werdet ihr wahrscheinlich recht wenig Kontakt mit den einzelnen Forschungsschwerpunkten eurer Uni haben. Das letztendliche Studienfach, der Schwerpunkt, die Stadt oder irgendwelche Aktivitäten außerhalb der Uni werden wahrscheinlich einen viel größeren Einfluss darauf haben, wie ihr eure Uni-Karriere wahrnehmt. Egal, ob ihr Harvard auf eurem Lebenslauf haben wollt, am MIT Startups gründen wollt oder einfach nur das Leben genießen wollt an der Sunshine Coast von Australien. Aber jeder hat seine eigenen Gründe, sich für bestimmte Universitäten zu entscheiden. Deswegen kommen wir jetzt mal zu Punkt 1, wie man am einfachsten an Universitäten angenommen wird. Ist es zum Beispiel dein Traum, an der Columbia in New York zu studieren, dann muss ich dir wahrscheinlich jetzt schon mal den ersten Dämpfer verpassen. Denn die höchsten Chancen, dort angenommen zu werden, hat man, wenn man erstmal aus der USA kommt. Und ein bisschen leichter macht es auch, wenn man aus demselben Bundesstaat kommt. Das Ganze gilt aber nicht nur für die USA, sondern für jedes Land. Die Quote an Studierenden, die zugelassen werden aus dem jeweiligen Land, ist immer höher wie der internationale Anteil. Falls ihr also auf der Suche seid nach den besten Universitäten, schaut euch doch für euren Bachelor zumindest mal nach den besten Universitäten in eurem eigenen Land um. Einen weiteren Vorteil, der das Ganze mit sich bringt, ist natürlich, dass ihr die Sprachanforderungen automatisch schon erfüllt und in etwaigen Interviews oder Bewerbungsschreiben ein deutlich besseres Gefühl für die jeweilige Sprache habt. Auf 4er Abi habe ich es gerade noch in den Bachelor Maschinenbau an der Technischen Universität, der angeblich besten Maschinenbau-Uni Deutschlands, geschafft. Gleichzeitig weiß ich aber von Freunden, die nicht aus Deutschland kommen, dass sie teilweise umgerechnete Abiture von 1,6 oder 1,3 gebraucht haben, um für denselben Studiengang angenommen zu werden. Aber wahrscheinlich würdest du dieses Video nicht gucken, wenn du auf herkömmlichen Weg schon automatisch in deine Uni gekommen bist. Deswegen kommen wir jetzt zur Methode 2. Eine zweite valide Methode ist, ein Auslandssemester oder Auslandsprojekt an eurer Traumuniversität zu machen. Selbst kleinste Universitäten haben oft ziemlich coole Austauschpartner überall auf der Welt verteilt. Ein Riesenvorteil, den das mit sich bringt, ist, dass ihr euch um relativ wenig kümmern müsst. Ihr müsst einfach nur schaffen, die Bewerbungsunterlagen bis zu den jeweiligen Fristen einzureichen. Und danach kümmert sich meistens auch schon eure Universität um alles Organisatorische, wie zum Beispiel ein Visum. Viele Austauschprogramme, wie zum Beispiel Erasmus, fördern euch auch automatisch. Das heißt, dass ihr meistens die Unterschiede, oder zumindest einen Teil davon, zwischen den Kosten im Ausland und den Kosten in Deutschland von ihnen bezahlt bekommt. Und solltet ihr so einen Austausch beispielsweise in eurem Bachelor gemacht haben, dann ist es wahrscheinlich deutlich leichter, im Master an der anderen Universität angenommen zu werden. Oder wenn ihr im Master seid, für euren PhD. Solche Austauschprogramme gibt es nicht nur innerhalb von Europa, sondern teilweise weltweit. Den großen Nachteil, den das oft mit sich bringt, hohe Studienkosten müssen von euch bezahlt werden. Auf diesem Weg habe ich es mehr oder weniger an die ETH Zürich in die Schweiz geschafft. Und obwohl die Schweiz nicht zur EU gehört und dementsprechend nicht Teil des Erasmus-Programms ist, gibt es dort das Swiss European Mobility Program, das es mir relativ leicht möglich gemacht hat, dorthin zu gehen. Nicht an jeder Universität gibt es aber diese Austauschprogramme und ich wollte für meinen Master unbedingt in die USA. Jedoch hätte ich dafür mindestens eine 1,0 gebraucht und dann auch noch relativ viel Glück in einem Auslosverfahren, um an eine meiner Partneruniversitäten in den USA zu kommen. Und deswegen war ich auf die dritte Methode angewiesen, wie man es auch ohne Geld und Hilfe von zu Hause an seine Traumuniversität schaffen kann. Vor über einem Jahr habe ich den Entschluss gefasst, dass ich unfassbar gerne an einem College in den USA studieren würde. Meine Wunschuniversitäten sind aber nicht Teil des Austauschprogramms der TUM. Und man hat mir literally in einem Beratungsgespräch gesagt, dass ich mit meinen Noten auf gar keinen Fall in den bestehenden Austauschprogrammen angenommen werde. Aber mittlerweile sitze ich hier. Und was macht man, wenn man keine Gelegenheiten hat, die man ergreifen kann? Richtig, man kreiert eigene. Und so habe ich es gemacht. Teil der meisten Studienprogramme ist es ja, dass man irgendwann ein Praktikum macht oder eine Abschlussarbeit schreiben muss. Es gibt normalerweise aber keine Regel, die besagt, dass ihr das nicht auch im Ausland an einer anderen Universität machen könnt. Dieser Weg ist wirklich nicht einfach und es gibt eine Menge bürokratischer Hürden. Aber alle anderen möglichen Wege haben wir ja vorher schon besprochen und ihr würdet dieses Video wahrscheinlich nicht mehr schauen, wenn das für euch in Frage kommen würde. Deshalb ist hier jetzt meine Empfehlung, wie ihr es auch schaffen könnt, euch an eure Traumuni selbst einzuladen.
Erster Step, ihr sucht euch an euren Universitäten Lehrstühle und Professoren, die irgendein Themengebiet behandeln, das euch interessiert. Wenn es an diesen Universitäten auch das Bachelor- und Master-System gibt, dann werden ganz oft diese Studienarbeiten oder Projekte direkt ausgeschrieben. Und nirgends steht, dass ihr euch nicht von einer fremden Universität darauf auch bewerben könnt. Falls das aber nicht der Fall ist, dann sucht nach Personen oder Projekten, die euch interessieren könntet und versucht rauszufinden, wer dafür verantwortlich ist und in diesen ganzen Projekten das Sagen hat. Bonuspunkte bekommt ihr immer, wenn ihr einen Mitarbeiter oder einen PhD-Studenten findet, der vielleicht aus dem gleichen Land oder der gleichen Region wie ihr kommt. Dann habt ihr direkt etwas gemeinsam. Und in den allermeisten Fällen folgen Universitäts-E-Mails auch einer gewissen Logik. Also dann gibt es zum Beispiel Vorname, Nachname @mit.com oder mit.edu. Auf diesem Weg könnt ihr euch recht einfach Zugang zu diesen E-Mail-Adressen verschaffen. Im dritten Step wird's ungemütlich. Ihr müsst eine kalte E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht an die jeweiligen Personen verfassen. Fragt die Personen am besten, ob sie Zeit hätten für einen kurzen 15-minütigen Call, weil ich sehr für das Themengebiet und ihren Forschungen interessiert. Aber aufgepasst, ihr solltet in diesen Gesprächen auch vorbereitet sein und wirklich konkrete Fragen zu dem Forschungsgebiet haben und Interesse zumindest mal vortäuschen können. Wahrscheinlich werdet ihr auf viele dieser E-Mails keine Antworten bekommen, denn Professoren oder wichtige Mitarbeiter sind chronisch überarbeitet und checken ihre Mail-Postfächer sehr selten. Lasst euch aber nicht entmutigen. Für die Universitäten seid ihr eine gratis Arbeitskraft und für eure Heimatuniversität vielleicht der Erste, der eine potenzielle Austauschpartnerschaft kreieren kann. Am Ende habt ihr wirklich was zu bieten und das Ganze nützt nicht nur euch was. Und solange ihr das den Leuten klar macht, solltet ihr auch Erfolg damit haben. Wahrscheinlich wird das von mir beschriebene System nicht auf Anhieb funktionieren und ihr werdet vielleicht ein-, zweimal weitergeleitet, bevor ihr wirklich an eine interessante Person kommt, die euer Engagement und eure Leistungen tatsächlich zu schätzen weiß. Aber früher oder später wird euch irgendein PhD-Student schon zustimmen und dann seid ihr mehr oder weniger auch schon drin. Falls ihr Fragen zu diesem Prozess habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich werde das Ganze versuchen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten und vergesst beim Vorbeiscrollen nicht auf Abonnieren zu drücken. Ich hoffe, dass einer meiner 3 Wege euch dabei hilft, mindestens 1 oder 2 Semester an eurer Traumuniversität zu verbringen. Es ist wirklich erstaunlich, was alles möglich ist, wenn man nur höflich danach fragt. Und falls dich jetzt vielleicht interessiert, was ich alles schon ausprobiert habe, um überdurchschnittliche Noten zu erreichen, dann schau dir gerne mal dieses Video an. Bis dahin, ciao.